Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dux Aquaristik-Experimente. Heute soll es um das Thema künstliche Intelligenz gehen. Das ist ja zurzeit in aller Munde, in allen möglichen Gebieten wird das erwogen und darauf eingegangen. Ich möchte heute auf die Frage eingehen, was bedeutet das für uns als Aquarianer? Wird es unsere Aquaristik verändern? Ist es Spielerei oder wird es vielleicht sogar der Gamechanger werden? Außerdem möchte ich euch natürlich auch auf die Gefahren hinweisen, die im Umgang mit KI und Aquaristik bestehen. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert auch den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und auch die Glocke anklicken, ganz wichtig, das ist ja heutzutage sozusagen das eigentliche Abo, damit ihr eben auch erinnert werdet, wenn ein Video von mir hochgeladen wird und ihr euch das dann anschauen könnt. Ist natürlich alles kostenlos, wisst ihr ja. Hilft mir sehr wegen dem Algorithmus, freut mich aber auch immer noch ganz persönlich und auch ganz unkünstlich. Und damit sind wir auch wieder zurück beim Thema KI, also künstliche Intelligenz oder AI, wie es im Englischen genannt wird. Ja, da wird man ja zurzeit überflutet mit Neuigkeiten, wo es sie alle gibt. Bei mir, in meinem Kanal, habe ich euch schon den ersten Hinweis schon einige Jahre zurück gezeigt. Da habe ich nämlich eine Zierfischfarm in Israel besucht. Und dort kam zum Beispiel schon für die Fütterung Roboter zum Einsatz und zum Zählen der Fische auch schon KI. Na, also in der professionellen Fischzucht ist das sozusagen schon angekommen. Und es werden sich sicherlich, so wie das in anderen Bereichen auch ist, gerade im Bereich Medikamente und so weiter, auch Sachen dann praktisch hin zur Zierfischzucht und natürlich auch dann für uns als Hobbyanwender da sozusagen durchdrücken, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. In der Hobby-Aquaristik kann die KI helfen bei der Einrichtung von Aquarien, beim Erkennen von Krankheiten, beim Erkennen von Fischarten, bei der Planung eines Biotops. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Was für mich auf alle Fälle ein Gamechanger war im Umgang mit der KI ist, dass man jetzt gar nichts mehr eintippen muss. Und bei diesem Video verwende ich auch jetzt mal ausschließlich ChatGPT. Damit sage ich nicht, dass das die einzigste, beste oder tollste ist. Ist einfach die, mit der ich jetzt die meisten Erfahrungen gesammelt habe. Und sicherlich kann man vieles von den Sachen, die ich euch jetzt zeige, auch mit anderen Modellen probieren. Ja, das wird ja immer so unterschieden. Da gibt es diese sogenannten Large Language Models und die können eben auf verschiedene Sachen, sind dann noch einige KIs spezialisiert. Da gibt es welche, die sind speziell für Video, speziell für den Umgang mit Text, für Musik, für den Umgang mit Ton. Ja, zum Beispiel, dass ihr hier den Ton ohne Brummen im Hintergrund hört oder auch bei meinen Livestreams, die übrigens immer Dienstag 21 Uhr stattfinden. Da ist auch eine KI, die praktisch den Ton filtert und das Brummen sozusagen rausnimmt. Ja, das sind inzwischen schon ganz alltägliche Dinge, sage ich mal. Und was so ein Gamechanger war für mich, ist, dass man mit der KI jetzt eben reden kann. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Und da zeige ich euch mal so, wie man so eine Frage beantworten kann. Und ja, einfach so ein paar Beispiele gehen wir jetzt einfach mal durch. Ja, um das euch mal zu zeigen, werde ich jetzt praktisch die App auf meinem Handy starten. Da müsst ihr euch natürlich, wenn ihr das noch nicht installiert habt, die vorher runterladen. Man kann das aber auch direkt im Browser aufrufen, also auch auf eurem PC. Die App hat halt den Vorteil, dass man alles auch sprachgesteuert eben sehr schön machen kann. Ihr müsst aber ein bisschen aufpassen, weil auch sehr viele so Fake-Dinger sind oder die praktisch dann nur so tun, als wären sie ChatGPT. Also guckt, dass ihr wirklich das Logo habt, was ich euch hier zeige. Und ich werde euch das auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, sodass ihr da wirklich am richtigen Ende da rauskommt. Und da nicht schon die erste Gefahr, die es nämlich gibt, auf irgendwelche Fakes reinzufallen, da schon sozusagen das euch passiert. Ne? So, jetzt starten wir einfach hier mal das Programm. Und da sieht man jetzt, dann fragt er, wie kann ich dir helfen? Das ist jetzt im ChatGPT 4o. Hier oben könnt ihr jetzt das Sprachmodell umstellen. Ist aber, wie gesagt, erstmal unerheblich. Ich habe eben hier schon die Bezahlversion. Wenn ihr jetzt keine Bezahlversion habt, dann steht euch leider hier nur
glaube, GPT-4 zur Verfügung, aber das funktioniert trotzdem von der Sache her ähnlich. Ich bleibe jetzt mal hier bei dem 4o. Ne? So, und hier kann man jetzt rechts unten die Spracheingabe sozusagen starten und direkt den GPT fragen. Sag mir mal bitte die passenden Wasserwerte für einen Diskusbuntbarsch. Für Diskusbuntbarsche sind die optimalen Wasserwerte folgende. Die Temperatur sollte zwischen 28 und 30 Grad Celsius liegen. Der pH-Wert sollte im Bereich von 6,0 bis 7,0 sein. Die Gesamthärte GH sollte zwischen 3 und 8 dH liegen. Wichtig ist auch eine niedrige Nitratbelastung und regelmäßige Wasserwechsel. Es ist wichtig, dass diese Werte konstant bleiben, um Stress zu vermeiden. Und jetzt frage ich einfach nochmal nach, weil ich zum Beispiel einen Wert gar nicht so richtig zuordnen kann. Was meinst du mit dH? Was meinst du damit? Was soll das sein? dH steht für Grad deutscher Härte und gibt an, wie hart oder weich das Wasser ist. Es misst die Menge an gelösten Calcium- und Magnesiumionen. Bei Diskusbuntbarschen ist weicheres Wasser, also mit einem niedrigeren dH-Wert besser. Jetzt machen wir noch ein kleines anderes Beispiel. Und zwar frage ich ihn jetzt einfach mal nach einer Krankheit. Meine Guppies haben weiße Punkte. Was könnte das sein? Weiße Punkte auf Guppies könnten auf die sogenannte Weißpünktchenkrankheit hinweisen, auch bekannt als Ichthyophytriose oder kurz Ich. Diese Krankheit wird durch einen Parasiten verursacht. Sie ist gut behandelbar, wenn sie früh erkannt wird. Es wäre ratsam, die betroffenen Fische zu isolieren und die Wassertemperatur langsam zu erhöhen, um den Parasiten zu bekämpfen. Es gibt auch spezielle Medikamente im Fachhandel. Welche Medikamente wären denn da geeignet? Für die Behandlung der Weißpünktchenkrankheit gibt es verschiedene Medikamente. Gängige Optionen sind Präparate mit Wirkstoffen wie Malachitgrün, Methylenblau oder Formalin. Produkte wie ESHA 2000 oder JBL-Punctol sind auch beliebt. Wichtig ist, die Dosierungsanleitung genau zu befolgen und gegebenenfalls die Behandlung zu wiederholen. Es kann auch sinnvoll sein, den Einsatz mit einem Fachmann oder Tierarzt abzustimmen. Ja, und da sieht man jetzt schon so ein bisschen den Schwachpunkt von der ganzen Geschichte. Na? Zum Beispiel das mit dem Isolieren, das stimmt so nicht. Na? Ihr habt ja hoffentlich alle das Video gesehen, wo ich beim Tierarzt Jan Wolter war. Da gibt es ja einige von mir. Und da sagt er zum Beispiel sehr eindeutig, dass das Isolieren eben nichts bringt, weil wenn es ein Fisch hat, ist der Erreger im Becken und dann kriegen es irgendwann alle. Und du musst dann immer das ganze Becken behandeln. Ne? Und hier sieht man eben auch, dass man die Antworten nicht so ohne weiteres übernehmen kann. Man kann aber zum Beispiel auch wieder die KI sich selber hinterfragen lassen. Also so eine Art Wechselspiel machen. Und das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Ich habe aber gehört, dass das Isolieren von Zierfischen nicht viel bringt, da wenn der Erreger einmal im Becken ist, man eigentlich immer das ganze Aquarium behandeln sollte. Was sagst du dazu? Das stimmt. Wenn der Erreger bereits im Aquarium ist, ist es sinnvoll, das gesamte Becken zu behandeln, um alle Fische zu schützen. Das Isolieren erkrankter Fische kann trotzdem sinnvoll sein, um sie genauer zu beobachten und die Behandlung gezielter durchzuführen. Wichtig ist, das gesamte Aquarium zu desinfizieren, um den Parasiten vollständig zu eliminieren und zukünftige Ausbrüche zu verhindern. Bevor ich weiter auf die Gefahren eingehe, zeige ich euch noch eine andere sehr interessante Anwendung von so einer KI. Und zwar kann man ja hier unten auch Bilder hochladen oder direkt, wenn man es auf dem Handy eben installiert hat, Fotos machen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Weil ich jetzt mal hier von einem von meinem Skalaren hier ein Foto machen. Komm, jetzt sauber ist das Schild auf der Seite. Und ein bisschen mal locken. Also, okay. So. Und jetzt kann ich das zum Beispiel auch hier einsprechen und frage ihn, was ist da für ein Fisch auf diesem Bild?
Das ist jetzt so praktisch ein bisschen anderer Art Audiomodus, wo einfach nur die Sprache in Text umsetzt. Und da kann man das eben auch hinterher noch editieren, weil jetzt hat er eben hier noch zum Beispiel hier einsprechen, frage ihn, ne? Das ist natürlich Quatsch, das wollen wir natürlich nicht. So, und jetzt schicke ich einfach die Frage hier rechts ab. Ne? Und jetzt liest er es auch nicht vor, kann ich zwar dann auch machen lassen, sondern er überlegt jetzt kurz und zeigt dann den Text an. Und da sieht man schon, das Bild zeigt ein Skalar, Pterophyllum scalare, hat er nicht richtig erkannt in diesem Fall. Diese Art gehört zur Familie der Buntbarsche, Cichlidae und ist ein beliebter Süßwasserzierfisch. Die markanten Streifen, die typische Körperform, deuten darauf hin, dass es sich um eine Wildtyp oder eine nah verwandte Variante handelt. Skalarfische sind für ruhiges Schwimmverhalten und ihre majestätische Erscheinung bekannt. Also schreibt man noch ein bisschen was dazu. Und da könnte man eben das Spielchen weitermachen, wie soll ich das Tier halten und so weiter, ne? Weil er hier eben jetzt das falsch erkannt hat. Ne? Vorhin, wo ich das probiert habe für das Video, da hat er es richtig erkannt tatsächlich, obwohl das Bild tatsächlich schlechter war. Ne? Also es ist manchmal auch interessant, wo da die Schwerpunkte liegen. Was sind also jetzt so die Gefahren bei KI? Also man kann sich nicht immer so 100%ig drauf verlassen. Zum Beispiel, gerade wenn der Kontext fehlt. Ja, ihr habt ja jetzt gemerkt, ich habe einfach mal drauf losgefragt. Ich zeige jetzt im Anschluss gleich noch, wie man das besser macht, wie man praktisch die Frage besser stellt, um eben auch bessere Ergebnisse zu bekommen. Also bleibt unbedingt dran. Eine andere Gefahr habt ihr eben auch gesehen, dass so eine KI auch fehlerhafte Informationen haben kann oder geben kann. Deswegen ist es zurzeit nicht ratsam, sich allein auf die KI zu verlassen. Ja, ihr solltet es also hinterfragen, was man aber auch wieder mit der KI machen kann. Was die Sache ganz interessant ist, habe ich euch ja so ein bisschen gezeigt. Ja? Und jetzt gehe ich einfach nochmal auf das Thema ein, wie ich die Frage sozusagen besser stellen kann, damit die KI weiß, was sie zu tun hat und die Antworten auch besser sind. Die Eingabe oder das Ansprechen der KI bezeichnet man auch als Prompt. Also dieses Textfeld, was ihr vorhin auch gesehen habt, wo ich euch das Bild hochgeladen habe, das ist das Prompt. Und wie man das gestaltet, dass man eben bessere Ergebnisse bekommt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es da so eine kleine Formel für dieses ganze Ding. Eine präzise Formulierung könnte zum Beispiel so lauten: Agiere als, ihr gebt ihm eine Rolle, dann und unterstütze mich bei, da kommt das Ziel rein, indem du die Aufgabe ausführst. Also da sagt er, was ihr haben wollt. Bitte erfülle Format, er sagt so ein bisschen, wie du das haben willst, welche Reihenfolge vielleicht auch. Ja? Und vermeide, da gebe ich die Restriktion ein, also was er nicht machen soll. Ja? Beginne mit Verfahren, sagen wir eben, wie gesagt, der Ablauf sein soll. Und gib für dich zur Einordnung Kontext, Hintergründe, Informationen. Das heißt, ich muss natürlich der KI sagen, wie meine Wasserwerte sind. Ja, wenn ich zum Beispiel dazu Auskünfte haben will. Die kann sie natürlich nicht irgendwie raten. Wenn ich die ihr nicht gebe, dann könnte sie in die Versuchung kommen, Sachen zu erraten. Ja? Und dann sollte man halt vermeiden, dass das passiert. Ja? So, also gebe ich jetzt zum Beispiel so spezifische Details an. Zum Beispiel meine Wasserwerte sind pH 7,5, GH 8. Ich möchte ein Gesellschaftsbecken einrichten. Welche Fische passen dazu? Je mehr Details, desto besser ist die Antwort. Zusätzliche Vorgaben kannst du immer noch machen. Ihr könnt sagen, bitte vermeide allgemeine Antworten und nenne konkrete Beispiele mit Begründungen. Dann werden die Ergebnisse eben besser. Und als Beispiel für einen guten Prompt könnte ich jetzt zum Beispiel was sagen. Agiere als Experte für Fischkrankheiten und unterstütze mich dabei, die Ursache für weiße Flecken bei Guppies zu finden. Meine Wasserwerte sind pH 7,0, Temperatur 25 Grad Celsius. Bitte nenne auch mögliche Behandlungsansätze. Überleg doch ein bisschen. Weiße Flecken bei Guppies deuten häufig auf die Weißpünktchenkrankheit, Ichthyophthirius multifidus, hin. Aber auch Pilzinfektionen oder bakterielle Erkrankungen sind möglich. Die Wasserwerte, die du angibst, sind für Guppies grundsätzlich geeignet, schließen aber andere Ursachen nicht aus. Für die Diagnose solltest du Folgendes prüfen. Verhalten der Fische. Wie scheuern an Gegenständen Atemprobleme? Entwicklung und Größe der Flecken,
punktförmig, ich watteartig, Pilz. Veränderungen bei anderen Fischen im Becken. Mögliche Behandlungen 1. Weißpünktchenkrankheit. Temperatur auf 28 Grad erhöhen und ein Mittel wie Malachitgrün oder Kupfersulfat einsetzen. Wasser gut belüften. 2. Pilzinfektion. Medikamente wie GBL-Fungo oder Serramycopur verwenden. 3. Bakterielle Infektion. Breitbandantibiotika wie Serabactopur oder Escher 2000. Zusätzlich regelmäßige Wasserwechsel, um die Parasitenlast zu reduzieren. Überprüfung des Nitrit- und Ammoniakwertes, da Stress durch schlechte Wasserqualität Krankheiten begünstigen kann. Es wäre hilfreich, die Symptome genauer zu beobachten, um die Diagnose zu präzisieren. Also ihr habt gehört, da war doch das Ergebnis schon deutlich detaillierter, auch die Behandlungsansätze und so weiter war alles da. Und auch jetzt können wir wieder sagen, oh, das habe ich nicht richtig verstanden oder bist du dir damit sicher und so weiter. Und das ganze Spielchen hin und her betreiben, bis man wirklich sagt, okay, das kann ich jetzt mal probieren. Natürlich solltet ihr gerade bei Krankheiten immer noch auch Bücher zu Rate ziehen oder eben zum Tierarzt gehen. Müsst ihr ja sowieso in vielen Fällen heutzutage, weil ja viele Medikamente nicht mehr frei verfügbar sind, wie zum Beispiel das hier gerade angesprochene Antibiotika. Ne? Mein Fazit. KI ist ein beeindruckendes Werkzeug, auch wenn es im Moment noch Fehler hat. Also man sollte sich nicht allein darauf verlassen. Es kann aber auf alle Fälle helfen, so erste Ideen zu entwickeln, mal einen ganz anderen Blickwinkel auf Dinge zu bekommen, auch ein bisschen neutralen Blickpunkt. Gerade in Foren und so, wisst ihr ja, da geht es oftmals auch sehr emotional zur Sache. Ne? Und das Problem habe ich eben hier natürlich nicht. Ne? Wie gesagt, dennoch, eure Erfahrung wird es nicht ersetzen. Ich denke aber schon, dass es in der Zukunft natürlich noch stärker werden wird. Ich kann euch auch, wenn euch das interessiert, noch mal ein Video machen, wie man einen speziellen GPT baut, also so gesagt eine KI, die eben speziell für Aquaristik dann trainiert ist. Auch da gibt es Möglichkeiten und da werden die Ergebnisse natürlich dann auch noch mal besser. Ihr könnt sogar so ein GPT mit euren eigenen Erkenntnissen, die ihr vielleicht mal irgendwo gesammelt habt, Berichte, Dokumente füttern und dann bezieht er sich eben auch da drauf. Ne? Also das ist schon erstaunlich, was da so an Möglichkeiten gibt. Ja? Auch was eben Bildbearbeitung angeht oder diese Erkennungsgeschichten, da kann KI auf alle Fälle eine Hilfe sein. Und ich denke mal, dass auch in Zukunft noch viel mehr sozusagen durchsickern wird, was jetzt aus der professionellen Fischzucht da entstehen wird. Und ja, ich denke, dass das schon ein Gamechanger sein kann. Ja, aber uns auf alle Fälle nicht den Spaß nimmt, uns echte Fische und echte Menschen anzugucken. Ja, und so auch werde ich euch hier als echter Mensch erhalten bleiben und nicht von einem Avatar ersetzen lassen. Ja, und bitte schreibt mich doch mal in die Kommentare, ob ihr schon da mal rumexperimentiert habt und was so eure Erfahrungen sind. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Oder vielleicht habt ihr auch noch spezialisierte KI, die ihr schon kennt, die ich vielleicht jetzt hier nicht erwähnt habe. Auch das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann können wir da diskutieren drüber. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst noch einen Daumen hoch da. Und ja, bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.